Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um C64 Basic, sondern um C64 Assembler. Das habe ich jetzt lange vom hergeschoben und konnte mich jetzt endlich dazu durchringen, mich mal mit der Materie so ein bisschen zu beschäftigen. Und da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und ja, dachte, ich mache das ganz oldschool und habe mir ein PDF besorgt, und zwar von der 64er Sonderausgabe 35. Da ist ein Assemblerkurs drin, der heißt Assembler ist keine Alchemie, und den bin ich jetzt gerade dabei, so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ich habe mir gedacht, das können wir auch zusammen machen. Das hat für mich den Vorteil, dass ich die Sachen, die ich da so lese und kennenlerne, dann auch nochmal rekapitulieren kann. Und naja, ihr habt hoffentlich auch Spaß an der ganzen Sache. Ja, ja, zu Beginn gibt es da in dem Kurs zwei kleine Programme zum Abtippen. Das habe ich schon gemacht. Und habe mir die hier auf eine Diskette abgespeichert. Die Programme sollen den Geschwindigkeitsunterschied zwischen Basic und Assembler zeigen. Und ja, ich denke mal, die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das sind also zwei Basic-Programme. Und das ist das erste von beiden. Da läuft man den Bildschirmspeicher durch, und zwar von der Adresse 1024 plus 255 bis 1024 in -1er-Schritten. Und pokt dann an die entsprechende Adresse eine 1. 1024 ist ja der Bildschirmspeicher. Das ist also hier oben diese Position, oben links. Und ja, das 1024, 1025, 1026, 1027 und so weiter. Und ja, da werden lauter A's reingepokt. Und dann wird noch in den Speicher I plus 54.272 eine 7 gepokt. Das ist der Farbspeicher. An der entsprechenden Stelle, wo halt die Zählschleife hier oben im Bildschirmspeicher sozusagen ist. Und da wird nochmal eine 7 für die Farbe Gelb reingepokt, weil ältere C64, die haben den Bildschirmspeicher noch nicht initialisiert. Da ist der Bildschirmspeicher standardmäßig auf dunkelblau, also auf der Hintergrundfarbe, und wird erst praktisch gesetzt, sobald man irgendwas dahin tippt. Das ist in der Praxis so, also macht es keinen Unterschied. Allerdings, wenn man einfach nur direkt irgendwelche Zeichen dorthin pokt, dann sind die dunkelblau auf dunkelblauem Grund, und damit man die dann trotzdem sieht, ist hier in dem Programm praktisch nochmal der Farbspeicher mitgesetzt. So, ich starte das Ganze jetzt mal hier. Und ja, wir sehen, da werden halt 256 A's auf dem Bildschirm gepokt. Und ja, das dauert eine kleine Weile. Ich starte das nochmal. Da können wir schön zugucken. Das ist also die Basic-Variante. So. Jetzt lade ich mal das andere Programm. Wie gesagt, es ist kein Assembler-Programm, deswegen kann ich jetzt mit 0,8 laden. Es ist ein sogenannter Basic Loader. Und zwar wird da hier oben von 7000 hochgezählt bis 7016. Das Programm ist also 16 Byte lang. Und dann wird hier praktisch, werden Zahlen eingelesen, und die werden dann in die entsprechenden Adressen ab 7000 reingepokt. Wenn das soweit fertig ist, kann man das Programm dann mit sys 7000 aufrufen. Sys ist ein Basic-Befehl, der ein Maschinensprachprogramm aufruft. Man gibt die Adresse mit. Wir fangen ja hier bei 7000 an. Und diese Zahlen hier unten, diese Zahlenkolonne, das ist das eigentliche Programm. Und zwar wird der Prozessor dann bei der 160 anfangen. Der Prozessor wird die 160 dann als einen Befehl assoziieren oder mit einem Befehl assoziieren, nimmt dann einen Parameter noch mit und fängt dann an, dieses Programm abzuarbeiten. Das läuft dann so, dass die erste Adresse ist immer ein Befehl, und je nach Befehl kommen dann einer oder zwei Parameter danach. Die werden auch eingelesen, dann wird der Befehl ausgeführt, und dann wird der nächste Befehl erwartet. Und das macht der C64 dann so lange, bis er irgendwann das Kommando kriegt, hier ist das Programm beendet. Das wird hier hinten die 96 sein. Wie das jetzt genau alles ist, das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Soll uns so jetzt erstmal reichen. Also diese Zahlenkolonne hier in dieser Data-Zeile, das ist unser Maschinensprache-Programm. Und das lesen wir jetzt einmal ein mit Run. So, fertig. Jetzt liegt das Programm im Register 7000, und wir können es einfach aufrufen mit sys. Also sys 7000. Und ja, das macht im Prinzip das gleiche wie das Programm eben. Das heißt im Prinzip, es macht eigentlich genau das gleiche, allerdings etwas schneller, würde ich sagen. Ja,
Bevor wir uns jetzt aber ins Assembler reinstürzen und mal gucken, wie das Ganze so aussieht, ja, müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen trockene Theorie über uns ergehen lassen. Denn, haben wir jetzt hier in diesem Listing schon mal gesehen, wir arbeiten hier ja quasi direkt auf der Hardware. Und da müssen wir uns zumindest so ein bisschen mit der Hardware auskennen. Und da ist auch in diesem Assembler-Kurs ein ganzer Abschnitt drüber, über den Aufbau von Prozessoren, über die Aufteilung des Arbeitsspeichers und wie das System so insgesamt aufgebaut ist. Das ist einfach nur so eine grobe Beschreibung. Die sollte uns aber erstmal ausreichen. Das ist also jetzt nicht irgendwie technisch genau erklärt, wie da was wo angebunden ist und wie das funktioniert. Ja, ich habe diesen ganzen Abschnitt mal durchgelesen und werde ihn jetzt mit den entsprechenden Bildern untermalen. Und danach stürzen wir uns dann mal so ein bisschen in die Praxis. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß dabei und würde sagen, bis gleich. Weil das Programmieren in Assembler einen viel engeren Kontakt zu technischen Einzelheiten unseres Computers erfordert, ist es notwendig, ein wenig über diese Innereien und ihre Funktionen zu wissen. Sehen Sie sich dazu bitte das Bild 1 auf Seite 12 an. Da sehen wir zunächst unseren Mikroprozessor, der meist eine Menge Funktionen in sich vereinigt. Im Prinzip ist das unsere CPU, in Klammern zentraler Arbeitsbaustein. Der Prozessor steht über eine Reihe von Leitungen mit dem Rest des Computers in Verbindung. Diese Leitungen werden im Fachjargon Busse genannt. Da ist zunächst einmal der sogenannte Adressbus, auf dem 16-Bit-Adressen transportiert werden, die der Prozessor erzeugt und die Herkunft und auch das Ziel von Daten festlegen, die über den Datenbus laufen. Dieser kann 8-Bit-Daten transportieren, und zwar schreibend oder lesend, also zum Beispiel vom Prozessor zum RAM schreibend oder vom RAM zum Prozessor lesend und so weiter. Außerdem gibt es da noch einen Steuerbus, der verschiedene Synchronisationsaufgaben durchführen hilft. Links vom Prozessor ist ein Taktgeber angedeutet. Damit nichts durcheinander kommt, läuft alles im Computer sozusagen im Gleichschritt. Diese Uhr ist gewissermaßen der Trommler, den Sie vielleicht von den alten Rudergaleeren kennen. Dann sehen Sie einen ROM-Bereich, also nur Lesespeicher, Read-Only Memory. Dass man hier nur herauslesen kann, ist durch den Pfeil zum Datenbus gekennzeichnet. Doppelpfeile finden wir aber beim RAM, Random Access Memory, einem Speicher für beliebigen Zugriff, also lesend und schreibend, und bei den Ein- und Ausgabebausteinen, die den Kontakt des Computers mit der übrigen Welt erlauben, also auch mit uns. Dieses Aufbauprinzip finden wir bei allen 8-Bit-Computern. Das Innenleben eines Mikroprozessors. Um es gleich nochmal zu sagen, was hier erzählt wird, ist nicht dazu geeignet, Elektronikfreaks den totalen Durchblick zu geben. Da sehen Sie zunächst als Herzstück des Prozessors die ALU, Arithmetic Logical Unit, also den arithmetisch-logischen Baustein. Die ALU hat die Fähigkeit, Rechenoperationen auszuführen, mit Daten, die sie über den Datenbus und normalerweise vom Akkumulator erhält. Das Ergebnis wird ebenfalls im Akkumulator abgelegt, daher auch der Name von akkumulieren, etwas ansammeln. Der Akkumulator ist das Register, das uns als Programmierer am häufigsten beschäftigen wird. Er ist die Sammel-, aber auch die Verteilerstelle für fast alle Daten, die wir hin und her schieben wollen. Sowohl der Akku als auch alle anderen Register, mit einer Ausnahme, sind 8-Bit-Register. Das heißt, die höchste Zahl, die darin bearbeitet werden kann, ist 255. Binär 1111 1111. Nahezu ebenso oft wie den Akku werden wir die beiden sogenannten Indexregister X und Y benutzen. Warum man sie Indexregister nennt, werden Sie noch im Verlauf des Kurses sehen. Als nächstes zum Prozessor-Statusflaggenregister, hier P genannt. Man findet darin angezeigt, ob eine Rechenoperation ein negatives Ergebnis hatte, ob eine Null aufgetaucht ist oder ob Übertragung stattgefunden hat. Auch dieses Register wird uns noch häufig begegnen. Das Stapelregister, auch Stack Pointer, Stapelzeiger genannt, gibt uns Auskunft über den Füllungsgrad eines 256 Byte großen speziellen Speichers, der vom Prozessor direkt verwaltet wird. Auch damit werden wir noch oft zu tun haben. Schließlich kommen wir zur vorhin erwähnten Ausnahme, den Programmzähler PCL und PCH. Das ist ein 16-Bit-Register, das sich aus zwei 8-Bit-Registern zusammensetzt und daher alle 65.535 Speicherplätze ansprechen kann. Hier ist immer die Adresse des nächsten abzuarbeitenden Befehls enthalten. Ich will an dieser Stelle nicht in die Einzelheiten der Befehlsabarbeitung einsteigen. Es soll nur gesagt sein, dass sich die Verarbeitung in 3 Schritte unterteilen lässt. A. Den nächsten Befehl holen, B. Den Befehl dekodieren, C. Den Befehl ausführen. Zu C ist noch zu sagen, dass es Befehle gibt, die der Prozessor ohne weitere Angaben ausführen kann. Für andere müssen erst noch weitere Daten aus dem Speicher geholt oder dort abgelegt werden.
Deswegen brauchen die Befehle unterschiedliche Zeiten zur Ausführung. Die Zeit wird als Anzahl von sogenannten Taktzyklen in den Befehlstabellen angegeben. Unser Computer hat eine Taktfrequenz von rund 1 MHz, was bedeutet, dass ein Taktzyklus etwa eine Mikrosekunde, 10 hoch minus 6 Sekunden dauert. Der Speicher unseres Computers, eine Straße mit 65.536 Hausnummern. Ein weiteres lebenswichtiges Organ unseres Computers ist der Speicher, mit dessen Aufbau wir uns jetzt auseinandersetzen werden. Stellen Sie sich eine lange Straße vor, mit 65.536 aneinandergereihten Häusern, von Hausnummer 0 bis Hausnummer 65.535. Dieses Haus entspricht unserem Speicher. Jedes Haus, Byte, ist ebenerdig und hat 8 Zimmer, Bits. Wie eine Stadt in Stadtteile unterteilt ist, finden wir in dieser Speicherstadt eine Einteilung in Pages, also Seiten. Jede Page besteht aus 256 aufeinanderfolgenden Häusern, ähnlich wie es in Städten ein Handwerkerviertel, ein Geschäftsviertel usw. gibt, sind auch hier manche Pages speziellen Aufgaben zugeteilt. Die wichtigste davon ist die Zero Page, also Page 0, auf der sich die CPU bzw. das Betriebssystem Notizen macht. Auch die Pages 1 bis 3, also bis Hausnummer 1023, dienen ähnlichen Zwecken. Ab Page 4 bis inklusive Page 7 liegt der Bildschirmspeicher unseres Computers. Er entspricht genau dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Jedes Zeichen ist dabei durch einen Poke-Code vertreten. Die Zuordnung der einzelnen Adressen zu den Bildschirmpositionen kann man aus dem Handbuch entnehmen, ebenso auch die Poke-Codes. Wenn wir also in die Adresse 1024 eine 1 durch Poke 1024,1 schreiben, dann erscheint in der linken oberen Bildschirmecke der zum Poke-Code 1 gehörige Buchstabe, nämlich das A. Bei Ihnen zeigt sich kein A? Dann fahren Sie mal mit dem Cursor an die Stelle und Sie erkennen den Buchstaben. Den C64 gibt es mittlerweile in verschiedenen Versionen des Betriebssystems. Bei den älteren muss man außer dem Bildschirmcode in den Bildschirmspeicher auch noch einen Farbcode in den entsprechenden Bildschirmfarbspeicher geben. Diese kann man ebenfalls in Handbuch entnehmen. Besitzer älterer C64-Modelle müssen also den Befehl poke 55296,1 hinzufügen, um das A in weißer Farbe sichtbar zu machen. Die neueren Versionen verlangen diese Farbbefehle nicht mehr oder nur noch dann, wenn man eine andere Farbe als die vorgegebene erhalten möchte. Der Bildschirmspeicher erfordert genau 25 mal 40 gleich 1000 Bytes. Von den 1024 Byte, 4 Pages, sind also noch 24 Byte frei, die teilweise als Sprite-Zeiger Verwendung finden. Doch dazu kommen wir später. Von der Page 8 an, also der Hausnummer 2048, haben wir volle Verfügungsgewalt über den Speicher für Basic-Programme und Daten. Etwas Neues passiert ab Hausnummer 40.960, dem Ende unseres Basic-Speichers. Von dieser Adresse an bis 49.151 haben die Gebäude der Speicherstadt eine zusätzliche Etage. Zur Ebene Erde liegt weiterhin RAM vor, im ersten Stock aber ROM, und zwar der 8 Kilobyte große Basic-Interpreter. In den nächsten 4 Kilobyte finden wir wieder ausschließlich RAM. Dieser Bereich von 49.152 bis 53.247 wird häufig für Maschinenprogramme genutzt, weil hier nicht die Gefahr unbeabsichtigten Überschreibens durch Basic-Programme oder Variablen besteht. Ab Adresse 53.248 sind die Bytehäuser sogar mit 2 Etagen versehen. Im Erdgeschoss liegt weiterhin RAM, in der ersten Etage sind die Ein- und Ausgabebausteine angesiedelt und oben im zweiten Stockwerk breitet sich das Zeichen-ROM aus. Von der Adresse 57.344 bis zum Ende unserer Speicherstadt haben wir es wieder mit eingeschossigen Bytehäusern zu tun, in deren Erdgeschoss sich RAM und in deren erster Etage sich das Betriebssystem-ROM aufhält. Wie man die verschiedenen Etagen in das Blickfeld eines Programms, insbesondere eines Assembler-Programms, rücken kann, werden wir im Kapitel 35 noch erfahren. So, da sind wir wieder. Zurück von der trockenen Theorie direkt in die nächste trockene Theorie. Also, wir haben ja jetzt gerade 2 Beispiele gesehen. Erstmal, was sollten wir aus der Theorie gerade mitgenommen haben? Ich denke mal, die Hauptsache ist der Aufbau des Prozessors, ne, dass es da dieses X und dieses Y-Statusregister gibt, dann, dass es diesen Akku gibt und diese Recheneinheit, die halt mit dem Wert, der in dem Akku drin liegt oder in dem Akkumulator drin liegt, arbeiten kann, also rechnen kann. Dann dieses Statusregister, dieses P-Register, das wird auch noch eine größere Rolle spielen. Ja.
Des Weiteren sollten wir jetzt erstmal unterscheiden zwischen Assembler und Maschinensprache. Und vielleicht auch noch Hochsprachen wie Basic C oder C++, C Sharp oder so. Eine Hochsprache wie Basic ist dafür gemacht, um Mensch-Maschinen-Kommunikation leicht zu machen. Das heißt, wir geben dem Computer eine leichte Anweisung, indem wir sowas sagen wie Print Hallo. Und dann schreibt der Computer Hallo auf dem Bildschirm. Das kann man als Mensch dann auch hinterher leicht lesen. Das ist überhaupt kein Problem. Da guckt man sich den Quelltext an, liest sich den durch und vollzieht ihn so ein bisschen nach. Und dann ist man schnell drin und weiß ungefähr, was das Programm so macht. Maschinensprache ist das, was der Interpreter oder der Compiler aus der Hochsprache macht. Der übersetzt das Ganze nämlich entweder live beim Interpreter oder beim Compiler kompiliert er das runter in Maschinensprache. Also in Zahlen, die im Speicher liegen und die nur der Prozessor versteht. Also klar, man kann die Zahlen auswendig lernen. Ja, die Zahlen liegen dann im Arbeitsspeicher. Man sagt dem Prozessor, pass mal auf, da und da fängt ein Programm an. Und dann fängt er an, das Programm da abzuarbeiten. Und er wartet in diesem ersten Register, was man ihm sagt, einen Befehl. Der Befehl kann einen Parameter haben. Wenn er einen Parameter hat, dann erwartet er im nächsten Register den Parameter. Ansonsten, wenn da kein Parameter nötig ist, dann würde er den nächsten Befehl im nächsten Register erwarten. Und so hangelt er sich dann so Stück für Stück im Speicher entlang und arbeitet alle Befehle ab, bis er irgendwann das Kommando kriegt, hier bitte stoppen. Und ja, wofür brauchen wir da Assembler? Assembler übersetzt sozusagen diese Zahlen in einen für Menschen etwas lesbareren Code. Es ist immer noch jede Anweisung im kleinen Detail hintereinander gereiht, aber ja, die Kommandos werden nicht als Zahlen dargestellt, sondern als Buchstabenkombinationen, die man sich leichter merken kann. Die Parameter werden direkt dahinter geschrieben, obwohl sie eigentlich im nächsten Register stehen und so weiter. Also Assembler-Code ist ein bisschen lesbarer als Maschinencode, stellt aber im Prinzip Maschinencode dar. Und das gucken wir uns jetzt gleich an. Wir brauchen ein Programm, um Assembler-Code lesen zu können oder schreiben zu können. Und in dem Kurs, den ich da in der 64er gerade mache, wird da Esmon benutzt. Und das habe ich mir runtergeladen. Den Link findet man auf der Wikipedia-Seite zu Esmon. Also wenn man Esmon C64 googelt, landet man auf der Wiki-Seite. Und da gibt es auch einen Download-Link, wo man sich das runterladen kann. Ich lade das jetzt mal rein. Wir sehen da, es wird mit 8,1 geladen. Das bedeutet, dass es jetzt gleich direkt an der richtigen Stelle im Speicher liegt. Und zwar an der Adresse 49.152. Und ja, hier sieht man List. Da ist noch das Directory. Ich schmeiße das mal raus mit New. Und ja, starte jetzt einfach mal mit sys 49.152 Esmon. Das hat ja geklappt. Was habe ich falsch gemacht? So. Ich habe eine falsche Nummer eingegeben anscheinend. Ein Ding. So, okay. Hier sehen wir jetzt so ein paar Sachen. Hier wichtig jetzt für uns, für das Beispiel hier. Also ich gehe auf dieses Programm noch genauer ein im nächsten Video. Jetzt machen wir erstmal nur so einen kurzen Praxisausflug und gucken uns mal ein bisschen an, wie so ein Maschinenspracheprogramm denn so aussieht und was das so macht. Das hier ist wichtig, das ist der Akkumulator, den wir eben im Theorieteil schon gesehen haben im Prozessor. Da steht jetzt C2 drin. C2 ist eine hexadezimale Zahl. Und wir können uns das hier super ausrechnen lassen, indem wir einfach Dollarzeichen C2 eingeben. Dann sehen wir hier C2, das Hexadezimal, ist binär 11000010 und Dezimal 194. Das heißt, im Moment steht da eine 194 drin. Hier hinten diese 0 und 1, das ist das Statusregister, da gehen wir auch nochmal irgendwann näher drauf ein. Soll uns jetzt für dieses Video erstmal noch nicht so interessieren. So, generell kann ich hier wie bei Basic einfach lustig mit dem Cursor überall rumgehen. Wenn ich Befehle geben will an Esmon selber, dann muss ich das mit dem führenden Punkt machen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal ein Programm assemblieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Das geht mit A und dann gefolgt von der Adresse, zum Beispiel 1500. So, jetzt sehen wir hier 1500. Das ist aber auch wieder hexadezimal. Ich springe nochmal mit F.
zurück und gucke nochmal die 1500. Das ist das Register 5376 umgerechnet. So, jetzt nochmal assemblieren. 1500. Und ja, da fangen wir jetzt einfach mal an. Es gibt da einen Befehl LDA, Load Accumulator. So, da können wir jetzt irgendeinen Wert reinladen. Ich möchte einen absoluten Wert reinladen, zum Beispiel 1. Das heißt, absoluter Wert muss ich eine Raute schreiben und dann mit $01 gebe ich jetzt den hexadezimalen Wert 01 da rein. Das ist dezimal auch 1. So, jetzt sehen wir schon, ist da so ein bisschen was passiert. Gucken wir uns gleich an. So, als nächstes möchte ich jetzt das Programm erstmal beenden. Und das mache ich mit return sub RTS. Das ist ein Befehl, der hat keine Parameter. Und der springt zurück in die aufrufende Sub. Also zurück ins Basic im Prinzip. Also wenn ich dieses Programm jetzt mit sys aufrufen würde, wird danach das Basic-Programm einfach weiterlaufen. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. So, mit F springe ich jetzt aus diesem Codieren raus. Und jetzt wird mir das Ganze hier nochmal kurz angezeigt. Und wir sehen hier vorne ist das Register 1500 in Hexadezimal. Dann steht hier A9 und 01. Und wenn ich das mal umrechne, die A9, also ich gebe das hier mal ein, so, zack, das ist die 169. Und das hier, diese Werte, die hier hinter stehen, das sind die Werte, die im Speicher stehen. Das heißt, da steht jetzt dezimal eine 169 drin in diesem Register und im nächsten Register steht eine 1 drin. Also 01, hexadezimal ist auch dezimal 1. Hier hinten steht der Code in Assembler. LDA, lade den Akkumulator oder Load Accumulator und der Parameter eine direkte Zahl 01. Also das ist kein Register, sondern das ist jetzt eine absolute Zahl, die ich da eingebe, nämlich 01. Das hier vorne ist der Speicherinhalt, das hier hinten ist der Code. Das wird gleich im Arbeitsspeicher stehen und das hier hinten, das macht der Disassemblierer daraus. Also das ist der Assembler-Code. Der Code RTS ist hier mit 60 angegeben. Auch den rechne ich jetzt mal eben um, weil ich ja faul bin. Das ist also dezimal 96. Das heißt, in dieser Speicherstelle steht 96 und der Prozessor, der weiß, dass 96 dieser RTS-Befehl ist. Also Return to Sub. Ja, hier vorne sehen wir die Durchnummerierung. Das sind ja keine Zeilennummern, wie gesagt. Das ist praktisch das Register 5376. Da steht hier die A9 drin, also die 169. Im nächsten Register steht der Parameter drin, die 01. Deswegen steht hier unten nicht 1501 hexadezimal, sondern 1502. Weil in 1501 steht jetzt hier der Parameter. Ist hier allerdings so dargestellt, dass man das vernünftig lesen kann als Mensch. Also das ist halt der Vorteil am Assembler. Wir programmieren im Prinzip Maschinensprache, aber es ist ein bisschen komfortabler. Früher hat man das mit Lochkarten gemacht. Da hat man also diese Befehle irgendwo auswendig gelernt und hat dann nämlich genau das gemacht. Man hat eine Lochkarte genommen, eine frische, und hätte jetzt, um dieses Programm zu schreiben, als erstes mal da diese 10101001 rausgestanzt. Als nächstes hätte man dann die 01, also die 1 rausgestanzt. Das wäre also 000000001. Und dann als letztes hätte man dann hier die 96 rausgestanzt, die 01100000. Und dann hätte man dieses Programm praktisch auf Lochkarte gehabt und hätte das dann in den Computer einlesen können. Und der hätte dann genau das gemacht. Ja, was macht denn der jetzt hier genau? Also, ich habe hier einfach nur gesagt, lade den Akkumulator, oder lade da was rein, und zwar eine absolute Zahl, die 1, und dann kehre zurück zur Sub. Wir haben hier oben gesehen, der Akkumulator, da steht jetzt C2 drin. Und jetzt starte ich das Programm mal mit G wie Go und 1500, das ist die Startadresse. So. Ist jetzt gelaufen.
Allerdings ist er jetzt zurück ins Basic gesprungen, weil ich hier oben diesen RTS-Befehl benutzt habe. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich starte jetzt nochmal das SMON. Moment. Und gebe mal die Register nochmal aus. Nee, wenn man SMON startet, dann steht im Akkumulator immer C2. Das heißt, so kann ich das nicht verwenden. Mit D1500 kann ich jetzt disassemblieren. Damit kann ich mir jetzt also praktisch an der Speicherstelle 1500, hexadezimal, wie gesagt, das Programm ausgeben lassen und auch das so dahinter kommt. Mit Space kann ich ja jetzt immer so weitermachen. Mit Run-Stop gehe ich da raus. Und kann das hier, glaube ich, auch direkt bearbeiten. Und zwar werde ich jetzt diesen Befehl bearbeiten und werde daraus ein BRK machen, ein Break. So, jetzt gucke ich nochmal. Disassemblieren bei 1500. Ja, hat er jetzt editiert. Dass das mit dem Editieren geht, das liegt an diesem Komma hier vorne. Da gehe ich aber im nächsten Video nochmal genauer drauf ein. Das Komma hier sorgt dafür, dass wenn ich hier in der Zeile irgendwas ändere, er dann praktisch den Befehl in dieser 1502 in dem Register halt ändert. So, hier sehen wir jetzt auch, hat sich noch ein bisschen was geändert, nämlich der Break-Befehl, das ist einfach 0. Also wenn irgendwo 0 im Speicher steht, bricht das Maschinenspracheprogramm ab. So, jetzt gucken wir uns nochmal eben, nicht mit F, Entschuldigung, mit R die Register an. Da sehen wir hier im Akkumulator steht C2 drin. Und ja, jetzt starte ich nochmal das Programm und hoffe, dass es auch läuft. Ja, wunderbar. Und das Programm hat jetzt in den Akkumulator 01 reingeschrieben. Ja, und viel mehr macht das Programm ja auch nicht. Ne? Lade den Akkumulator mit der Zahl 01 und dann hör auf. So. Herzlichen Glückwunsch, da steht jetzt eine 1 drin. Jetzt will ich das Programm aber noch ein bisschen erweitern. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie mache ich das am besten? Am besten schreibe ich es einfach nochmal von vorne. Ich sage wieder, assembliere ab 1500. Jetzt, das Programm ist jetzt noch nicht weg. Ne? Vorsicht, ich editiere jetzt praktisch die Zeilen. Wenn das Programm jetzt länger wäre, dann würden die Zeilen, die ich jetzt nicht editiere, natürlich noch da bleiben. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ebenso, wenn man mehrere Programme im Speicher hat, was ja durchaus sein kann, dann kann es jetzt natürlich sein, dass man Programme überschreibt. Aber für das, was ich jetzt hier mache, das ist wirklich so ein bisschen Grundlagen. Ja, ich mache hier nochmal das gleiche. Lade den Akkumulator mit einer 1. Als nächstes STA, das bedeutet Store Accumulator, also hole das, was im Akkumulator steht, jetzt speichere das irgendwo hin. Und da muss ich jetzt eine Adresse angeben. Und ja, da müsste ich mir das eigentlich mal eben ausrechnen. Ich lasse das jetzt erstmal einfach so stehen. Mache hier nochmal, springe nochmal raus. Und rechne mir jetzt nochmal um. Die 1024. Mit einer Raute davor rechnet man Dezimalzahlen in andere Zahlensysteme um. Und dann sehen wir hier 1024, das ist das Register für die Bildschirmadresse oben links, ist die 0400. So, super. Jetzt kann ich hier D1500 nochmal hier in mein Programm reinspringen. Und kann hier oben STA, was hatte ich da? 0400. Ich muss mich da erst unerlaublich noch dran gewöhnen an die hexadezimale Zahlenschreibweise. So. Nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist also unser Programm. Wir laden erst in den Akkumulator eine 1 rein und dann das, was im Akkumulator steht, das ist ja dann eine 1, wir machen ja noch nichts damit, das schiebe ich dann in das Register 0400. Und da sehen wir jetzt schon wieder eine Besonderheit. Auch das fällt hier vorne auf, dass an der Stelle hier 2 Parameter nötig sind, weil wir haben ja nur 8-Bit-Register. Und die 1024 passt da nicht rein. Da brauchen wir also 2 Byte, also 16-Bit letztendlich. Und ja, deswegen gibt es hier 2 Parameter. 8D, das ist der Befehl STA, also die numerische Entsprechung davon. Und dann werden hier 00, also eine 0 in das nächste Register gepokt und eine 04 in das nächste Register. Der Prozessor baut sich das hinterher allerdings andersrum als 0400 und interpretiert das dann als 1024. Warum er das jetzt hier andersrum macht, das weiß ich noch nicht. Das ist halt einfach so. Wir nehmen es jetzt einfach mal so hin.
Aber hier sehen wir auch, dass wir für den STA-Befehl, weil wir da ja noch 2 Byte hinter brauchen, insgesamt 3 Byte brauchen. 1 Byte für den Befehl und dann nochmal 2 Byte für die Adresse. Und das sehen wir auch hier vorne in der fortlaufenden Nummerierung. 1500 geht das Programm los mit einem Befehl und einem Parameter. Dann sind wir bei 1502. Da kommt dann ein Befehl und 2 Parameter und dann sind wir bei 1505. Da ist dann der Break-Befehl. Und da mache ich jetzt allerdings den Return to Sub-Befehl hin. So, mit der 60. Und ja, gucken wir nochmal eben an, wie nochmal die 1500 aussah. Das war das Register 5376. So. Und jetzt springe ich mit X raus aus dem SMON. Das heißt, jetzt bin ich wieder ganz normal im Basic-Modus. Drück das mal so ein bisschen nach oben. Lösche das hier oben. Und normalerweise, wenn ich jetzt hier angebe, sys 5376, das ist ja die Adresse 1500 Hexadezimal, 5376 Dezimal, dann tatsächlich erscheint hier oben ein A. Das heißt, hier oben sehen wir unser Programm noch. Wir laden eine 1 in den Akkumulator als erstes. Dann schieben wir das, was im Akkumulator steht, also die 1, in das Register 1024. Das ist beim C64 für den Buchstaben hier oben zuständig. Und der für das Zeichen hier oben. Und der Code 1 ist ja ein A. Und deswegen erscheint hier oben ein A. Und mit RTS springt er zurück ins Basic. Ja. Das macht das Programm und das könnte ich jetzt auch eigentlich hier in ein Programm reinfassen. 10, 20, Befehl, halt, stopp, Print natürlich. Befehl ausgeführt, Ausrufezeichen und jetzt lösche ich den Bildschirm, starte das und dann Befehl ausgeführt. Jetzt gehe ich nochmal zurück nach dem SMON, also nach dem Monitor, starte den wieder. Da bin ich wieder drin. Sage jetzt hier nochmal dekompiliere. Okay, disassembliere ab der Adresse 1500 und dann gucken wir uns nochmal das Programm an. Mit Run Stop gehe ich wieder zurück, dass ich hier editieren kann und mache hier oben jetzt einfach mal eine 2 hin. So, dann gehe ich wieder raus, starte mein Basic-Programm und, oh Wunder, da oben in der Ecke steht ein B. So, und jetzt erweitere ich mein Basic-Programm nochmal. Und zwar in Zeile 30. Da werde ich jetzt mit einer Schleife VI gleich 5376 nach 5376 plus 5 hochzählen. Dann gebe ich auf dem Bildschirm mit Peak in Klammern I den Registerinhalt aus und mit Next I ja, lasse ich das Ganze hochzählen. Ja, ich starte das nochmal. Alles klar. Allerdings würde ich jetzt gerne das Programm da oben nochmal anzeigen. Das mache ich auch nochmal, indem ich jetzt nochmal den Monitor starte. 152. D1500, also disassembliere ab 1500. So, das ist unser Programm. Also bis zu dieser 1505. Dann springe ich hier raus und starte nochmal das Programm. So. Wunderbar. Hier oben, das lösche ich mal weg. So. Also. Jetzt sehen wir hier den Inhalt der Speicherregister im C64 ab der 1500 Hexadezimal. Beziehungsweise, was war das? 5000 irgendwas Dezimal. Also. Als erstes hätten wir hier A9 und dann 02 und das haben wir hier auch die 169 Dezimal und die 2 Dezimal. Dann kommt hier die 8D, das ist hier die 141, dann kommt 0, das ist hier oben die nächste Zahl, 0, dann kommt 4, das ist dieses hier und dann kommt hier die 60,
Wie gesagt, hier oben das grüne alles hexadezimal, hier unten alles dezimal. Das ist die 96. Das hier ist das eigentliche Programm, das hier oben jetzt in die Ecke ein B schreibt. Und ich könnte jetzt auch einfach diese Nummern per Poke in den Speicher schreiben mit Basic und könnte dann mit dem Sys-Befehl die Routine aufrufen. Das haben wir ja vorhin gemacht mit diesen ganzen A's, aber genau so funktioniert das mit Maschinensprachenprogrammen. Es besteht nur aus Zahlen und Assembler gibt uns die Möglichkeit, das komfortabel zu bearbeiten. Ja, so, das soll es jetzt erstmal als Grundlage gewesen sein. Im nächsten Video gucken wir uns diesen S-Monitor nochmal ein bisschen genauer an, was er so alles kann, und der hat noch alle möglichen Funktionen, also nicht nur umrechnen und assemblieren und disassemblieren und so. Ja, aber wie gesagt, das war im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug gefallen ins Assembler. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen weiter in die Materie stürzen, dass ich da auch noch ein bisschen tiefer eintauche. Und ja, melde mich dann beim nächsten Mal, wie gesagt, wieder mit dem S-Mon. Da gucken wir uns das mal genauer an. Mein Basic-Projekt natürlich, den Dungeon, den vergesse ich auch nicht. Da wird auch weitergemacht. Generell, wenn euch meine Videos gefallen, wenn euch C64 Basic gefällt oder wenn ihr auch euch für Assembler interessiert, dann abonniert meinen Kanal. Da kommt noch jede Menge hinterher. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.